Herzlich willkommen zum Spitzenspiel aus Gladbach. Wir sind zu Gast, wir sind Dritter, Gladbach ist Vierter. Ich glaube, uns hätte man nicht unbedingt da oben gesehen. Gladbach, ja, je nachdem, wie sie reingekommen wären in die Saison. Aber wir als Aufsteiger auf Platz 3 mit der Hymne der Gladbacher im Hintergrund. Das wird auf jeden Fall und hoffentlich ein richtig, richtig geiles Spiel. Gegen Gladbach immer. Also Gladbach hat auch eine richtig geile Fankultur. Ist fast immer ausverkauft. Nur spielerisch läuft es momentan nicht so ganz in echt, obwohl sie halt mit Stöger und mit Kleindienst, bin ich der Meinung, 2 richtig starke Neuzugänge bekommen haben. Und ja, ich habe heute mal 2 Änderungen. Fridjonsson vorne von Anfang an und Kulis statt Partov. Ja, der hat sich ja auch, ja, hat sich nicht beschwert, hat mal vorsichtig angeklopft, ob für ihn auch ein bisschen Spielzeit übrig wäre. Da habe ich gesagt, natürlich auf jeden Fall. Und wir starten jetzt rein und ich bin sehr, sehr gespannt, was unser Youngster hier macht. Wanner mit der ersten Chance. Terracciano im Tor. Dazu habe ich ein bisschen was an der Taktik verändert. Und zwar habe ich dafür gesorgt, dass unser Linksverteidiger zum offensiven Flügelverteidiger wird. Also quasi mit nach vorne geht bei Angriffen. Und dass vorne der Stürmer wirklich zentral bleibt. Also dass er nicht irgendwie auf die Außen ausweicht oder sich fallen lässt. Ich brauche wirklich vorne einen Mann, der mal die Bälle hält, der für Flanken auch mal da ist. Und deswegen habe ich auch heute Fridjonsson reingetan. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, und die linke Seite, Jongwa muss jetzt natürlich ein bisschen mehr laufen. Dafür ist Jongwa rein, linker Verteidiger, und dafür Grodowski noch links. Also 3 Änderungen. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ich würde das halt gerne mal ausprobieren. Die Gladbacher kommen über Kleindienst, erste Chance. Da ist Ulrich, auch noch ein Youngster. Ulrich und Kulis natürlich. Wer auch sonst. Der hat auch in der zweiten Liga richtig, richtig gut performt. Und das Gute ist, dass die Gladbacher auch ein 4-2-3-1 haben. Wir spielen also eine deckungsgleiche Formation. Halt einfach nur ein paar andere Anweisungen. Und Gladbach kommt schon wieder über Robin Hack, aber wir stehen dazwischen. Wir haben eine gute Verteidigung. Das wird heute der erste Gradmesser, wenn man so möchte. Gladbach Vierter. Und in der Mitte Fridjonsson hat sich gut positioniert. Fridjonsson. Genau deswegen. Und er war in der Mitte, und wenn er in der Mitte ist, dann kriegt er auch die Bälle, und dann haben wir auch einen Abnehmer. Ich könnte auch das gleiche auf der anderen Seite machen, dass wir noch mehr Druck über die Außen haben. Das könnte ich eigentlich auch mal probieren, vielleicht in der zweiten Halbzeit. Dortmund liegt hinten gegen Augsburg. Also jetzt verliert auch schon die Konkurrenz. Ja, Leipzig und Bayern spielen unentschieden. Wobei Dortmund ist ja Erster. Völliger Quatsch. Die haben bislang aus 6 Spielen 6 gewonnen. Das waren Leipzig, Dortmund, Leipzig, Bayern, Leverkusen und so weiter, die mit uns momentan punktgleich sind unter anderem oder halt auch nur einen Punkt weniger haben. Jetzt kommt die nächste Flanke rein. Wanner. Helter. Poso, der kommt schon von alleine immer nach vorne. Und ihr seht vielleicht jetzt unten auf der Map, Linksverteidiger ist mit vorne. Das heißt, nur noch unsere beiden Innenverteidiger stehen hinten. Wenn wir den Ball verlieren und die Gegner schnell umschalten, dann dürfte das sehr, sehr gefährlich werden. Momentan machen das aber Gott sei Dank nicht, sondern wir sind vorne. Und Terracciano haut sich den Ball fast selber rein. Es gibt ja immer irgendwo Punkte, wo man sich verbessern kann, wo man noch ein bisschen druckvoller spielen kann, wo man den Gegner noch mehr unter Druck setzen kann. Das geht auch mit Preußen Münster, mit den entsprechenden Spielern. Und das probiere ich. Und deswegen die kleine taktische Veränderung, Anweisung. Aber das kann natürlich auch und wird auch irgendwann mal nach hinten losgehen. Vielleicht sogar heute. Robin Hack. Cool ist es dazwischen. Sehr schön. Ist auch sehr wachsam. Gewinnt viele Zweikämpfe. Steht halt einfach richtig. Das ist ein Foul. Oh, wir kriegen mal einen Freistoß. Die kannst du auch an einer Hand abzählen. Die Freischüsse, die man hier kriegt, und auch die Elfmeter. So, schöner Spielzug. Wieder ist es Wanner. Der hat immer wieder diese Freiräume. Und immer wieder diese Situation, wo er dann solche Traumtore macht. Das ist ja Wahnsinn. Bin ich froh, dass der bei uns spielt und nicht beim Gegner. Ich sage euch, wie es ist. Paul Wanner, der wird jetzt schon sein Geld nächstes Jahr wert sein, wenn wir den ja per Kaufoption dann holen. Also die ist schon bezahlt, also die wird dann bezahlt. Ich hoffe nur, dass wir dann bis dahin das Geld haben. Aber was für ein schönes Tor. Und davon können wir hoffentlich noch ein paar mehr erwarten von ihm, ne? Paul Wanner. Die Messlatte ist ganz schön hochgelegt. Alter Vater, viertes Tor schon im 7. Spiel. Und wieder mit der Führung. Obwohl die Gladbacher jetzt nicht unbedingt schlechter waren. Wir machen halt momentan den Unterschied mit Paul Wanner. Oder der macht bislang den Unterschied.
Aber Achtung, Gladbach kommt über Pereira, Stöger. Jetzt stehen wir ein bisschen zu defensiv, Ulrich. Ja, kommt außen aber nicht vorbei. Poso, richtig, richtig stark. So, jetzt sind die Gladbacher aufgerückt. Chance umzuschalten über Polvanna. Nee, so einfach geht's auch nicht. Mit dem Kopf durch die Wand. So einfach geht's dann doch nicht. So, aber so geht das. Nach vorne. 1, 2 Kontakte. Wanner läuft wieder durch. Und macht da alleine gegen Chiadiora. Das klappt nicht. Aber wir sind dann sofort wieder hinten. Viererkette steht. Die 2 Sechser kommen auch mit nach hinten. Da ist es momentan für jeden Gegner schwer. Aber Achtung. Gladbach kommt. Kleindienst wäre da gewesen. Aber natürlich sind wir wieder da. Warum auch nicht? Castaneda, Polvanna oben. Poso, wenn er davon alleine schon mit nach vorne gekommen wäre, hätten wir noch ein bisschen mehr Vorsprung gehabt. Aber so geht das auch hier. Poso. Kommt Wanner mit, er kommt mit, lässt durch für Fridtjonsson. Der liegt quer, Grodowski. Mein Gott, das ist ja schon meisterhaft hier. Also die Dortmund können froh sein, dass sie heute nicht gegen uns spielen. Das ist echt sehr, sehr druckvoll, sehr, sehr dominant. Und es sieht auch noch gut aus und es ist halt auch sehr, sehr effektiv. Auch wenn nicht jeder Ball reingeht, das muss er auch nicht, aber wir haben die Chancen. Wir spielen uns das gut raus. Und dann werden die nächsten Tore nur eine Frage der Zeit sein. Oh, Jongwa, da wollte ich gar nicht hin. War so ein bisschen verunglückt, die Flanke, aber Fridtjonsson, gut, der ist auch 10 Meter im Abseits. Es macht einfach Spaß momentan, ne? Ihr merkt das vielleicht, so die Euphorie ist da. Das Momentum ist auch bislang auf unserer Seite. Also wir spielen auch momentan echt gut. Die Neuzugänge funktionieren. Sina Moy hat hinten eigentlich nichts zu tun. Das ist eigentlich gut für seine Entwicklung. Wobei ein bisschen was müsste er zu tun haben. Ich zeige euch das jetzt gerade einfach mal. Ich gehe rein in die Taktiken. Dann gehe ich in die Profirollen. So sieht es individuell aus mit Ball. Also klar, das ist hier ohne Ball und das ist mit Ball. Ihr seht, Jongwa ist jetzt mit nach vorne gekommen. Polvanna und Grodowski haben die Anweisung in Sturmprofi. Das heißt, sie gehen auch mit in die Mitte rein. Das müsste ich bei Poso eigentlich auch machen, aber der hat das Plus bei Flügelverteidiger Profi. Wobei das jetzt auch nicht unbedingt so ja, aussagekräftig ist. Fallsback wäre, wenn er sich mit nach innen fallen lassen würde. Also noch, würden wir noch kompakter stehen. Aber ich würde auch gerne hier mal den offensiven Flügelverteidiger probieren. Ein ganz großes Kino wäre natürlich, wenn sich hier irgendeiner von den beiden dann mit in die Innenverteidigung fallen lässt. Das könnte ich ja mal machen. Und zwar, jetzt muss ich nur kurz gucken, Innenverteidiger-Profi, entweder Remberg, das hat hier Castaneda. Dann lässt sich mal Castaneda hinten mit reinfallen, dann würde das so aussehen. Dann wäre das ein 3-1, 5-1 mit Ball. Ich probiere es. Wenn es nicht klappt, ich kann es ja wieder zurückstellen, aber genau das ist das, was ich halt auch euch in der ersten Halbzeit gesagt habe. Ich möchte das einfach ein bisschen ausprobieren. Ja, einfach um den Kader noch ein bisschen stärker zu machen, noch ein bisschen unausrechenbarer. Vielleicht geht das jetzt auch völlig in die Hose und wir verlieren noch 3-1. Dann ist es so, dann weiß ich, dass ich das nicht mehr mache. Wobei vielleicht doch irgendwann, vielleicht hat es dann halt einfach heute nicht geklappt. Das ist auch immer ein bisschen zu leicht gesagt, nur weil es heute nicht klappt, muss es ja nicht unbedingt schlecht sein. Ja, wir schauen mal. Wenn wir defensiv stehen, ist es halt ein normales 4-2-3-1 nach wie vor, aber dann in der Offensive. Bin ich sehr, sehr gespannt. Jongwa ist da, kommt nicht in Zweikampf. Oh, schlecht gemacht gegen Honorar. Achtung, der Ball nach hinten und die Chance. Und der Ausgleich. So schnell kann es gehen. Die Gladbacher mit dem 1-1, da außen der Zweikampf. Den dürfen wir halt so nicht verlieren, das war viel zu einfach. Und dann ist es Stöger mit der Vorlage und Robin Hack mit der schönen Direktabnahme, muss man auch zugeben. Und bei Sina Moy, da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob er den nicht doch vielleicht hätte haben können. Ob der seine Hand nicht so ausstrecken durfte, wie er es wollte, weiß ich nicht. Egal, es steht 1-1. Und es steht ja 1-1. Hatte sich jetzt nicht unbedingt angedeutet, aber das ist halt die Gefahr, wenn man so ein bisschen experimentiert. Ne? Ihr seht jetzt hinten, Castaneda geht mit hinten rein. Also das ist wirklich etwas, auch wenn es viel zu kritisieren gibt wieder an diesem Spiel. Das funktioniert wirklich. Also wenn man denen was sagt, dann machen sie es auch. Also dann gehen die auch auf ihre Positionen. Und dann kann man halt auch dementsprechend das Spiel aufziehen, das Spiel breit machen. Außen Jongwa läuft wieder durch. Liste, schöner Ball. Und Fridtjonsson in der Mitte. Grodowski auch. Ist er hier Innensturmprofi. Geht also auch mit in den Strafraum. Okay, aber jetzt seht ihr hier die Riesenlücke, die da klafft. Normalerweise ist da halt irgendwer, Remberg oder so. Der ist jetzt aber hier und da ist wieder Polvanna. Komm, das macht er nochmal. Schön gezirkelt, abgeblockt.
Und die Gladbacher werden stärker. Also der Ausgleich hat die so ein bisschen beflügelt. Hat aber nichts zu heißen. Castaneda muss jetzt mal hinten mit aushelfen. Hinten rechts. Macht er auch. Dann geht's wieder nach vorne. Gladbacher im Pressing. Ein Doppelpass oben. Grotowski. Komm, Listisch. Wenn er den hinkriegt, das ist ein klasse Ball. Gegen Pereira. Fridjonsson läuft durch. Oh, der Ball, der ist lang in der Luft. Aber wieder abseits. Schade, schade. Aber so kann es auch gehen. Flanke an langen Pfosten, an zweiten Pfosten. Oh, ich glaube, da war wieder nur die, ja gut, Fußspitze. Ja gut, das war ein bisschen deutlicher. Es sah aus dem Winkel ein bisschen anders aus. So, Wechsel bei Gladbach, Wechsel auch bei uns. Guck mal, die haben einen Schuss aufs Tor, ey. Das ist halt echt krass, dass sie mit dem ersten Schuss aufs Tor dann gleich die Führung machen. So, jetzt bringen wir mal Hekimoglu vielleicht rein für Listisch. Auch wenn der nicht hängende Spitze spielen kann. Aber ich bilde den ja gerade zum ZOM aus. Und Philipp. Vielleicht ist er heute die erhoffte Hoffnung oder der Spieler, der da ein bisschen mehr machen kann. Wir können auch eine Doppelspitze spielen. Mit Philipp und Fridjonsson. Das wäre auch eine Überlegung irgendwann mal. Also es gibt so viele Optionen. Jetzt müssen wir erstmal verteidigen, weil Gladbach kommt wieder über Honorar, Kleindienst. Die Collins ist da, spielt auch einen sehr soliden Schuh bislang. Sehr unaufgeregt, sehr unauffällig. Und es geht wieder über links, über Jongwa. Oh, Fehlpass mit Ansage und Grotowski. Und Honorar mit dem Seitenwechsel, aber Poso ist da. Wir sind in den Zweikämpfen drin. Wir haben uns wieder gefangen. Nach dem überraschenden Ausgleich, muss man einfach dazu sagen. Lauft euch nicht hier gegenseitig in die Haken. Das ist halt auch immer die Gefahr, wenn zu viele Leute auf einer Seite sind und auf derselben Höhe, dass die sich auch mal in die Hacken laufen. Wanna Hekimoglu, jetzt müssen wir uns erstmal hier sortieren. Die stehen hinten drin mit 4, 5 Mann. Oder noch mehr Männern eigentlich. Da können wir es ruhig mal von Weiden probieren. Remberg, dass er das kann, habt ihr gesehen. Und jetzt geht es wieder darum zu verteidigen. Viererkette steht. Die 2 Sechser auch, alles gut. Poso ist da. Und bei Dortmund ist auch ganz schön was los. 3-2 für Augsburg. Jakic hat getroffen. Auch sehr, sehr wilde Nummer. Paul Wanner kriegt den Ball. Jetzt Philipp. Gegen Itakura. Schön gemacht. Philipp ist aber... Ja, doch ist schneller als Itakura. Philipp mit der Chance, uns wieder in Führung zu schießen. Und genau das macht er. Rayan Philipp. Der ehemalige Braunschweiger. Ich dachte, dass Itakura schneller ist als Philipp, aber offensichtlich nicht. Und das ging dann auch zu einfach. Ne? Der stellt sich auch nicht gut an da im Zweikampf. Und dann Philipp. Souverän mit links, oben rein. Musste auch erstmal machen. Sehr, sehr schön gemacht. Nichts zu halten für den Keeper. Und die erneute Führung. 2-1. Wir starten in eine kleine Serie. Wir werden der erste Verfolger von Borussia Dortmund, weil die jetzt heute auch verlieren. So wie es ausschaut. 3-2 führt momentan Augsburg. Aber Achtung, Gladbach ist auch noch nicht geschlagen. Honorar. Und Sina Moy. Guten Abwurf hat er auch schon. Sehr geschmeidig abgeworfen. Hekimoglu. Ja, und Leipzig, die machen ernst. 4-0. Gegen die Kölner, die kriegen jetzt auch ihre erste richtige Abreibung. Aber wie gesagt, das ist auch klar, dass sie nicht bis zum Schluss da oben mitspielen werden. Bei uns weiß ich das nicht. Also momentan sieht es gut aus. Wir haben einen guten Saisonstart erwischt. Haben momentan auch eine richtig gute Phase, dass der Gegner oder die Gegner uns richtig gut liegen. Und der Ball hätte ruhig hinten liegen können im Tor. Dann wäre das die Entscheidung gewesen. 3-1, dann wäre das Ding hier durch gewesen. So haben wir nochmal 8 Minuten mit Nachspielzeit, wo wir ein bisschen zittern müssen. Aber wir spielen echt gut momentan. Das müsste schon echt mit dem Teufel zugehen, wenn wir jetzt hier noch ein zweites Gegentor bekommen. Philipp hält den Ball, außen Jongwa, kommt wieder mit. Ist seine linke Seite einfach, macht er richtig gut. Jongwa in der Mitte. Ist Philipp, oh, schade. Ja, Abschlag wieder. Nächstes Duell für uns gewonnen, das ist richtig, richtig stark. Paul Wanner, super. Poso, Hekimoglu, es wird ein bisschen gezaubert. Oben Jongwa. Ja, zu lang. Hat gut abgestoppt, wäre nämlich auch im Abseits gewesen. Es ist nicht mehr lang. 4-3-3. Die Gladbacher haben jetzt umgestellt. Aber auch die Umstellung hat nichts gebracht. Also jetzt nach dem Gegentor. Nach dem erneuten Gegentor, nach dem erneuten Rückstand.
Und es gibt mal 2 Minuten Nachspielzeit. Ich bin immer ganz froh, wenn es mehr als 1 Minute gibt. So haben wir nämlich nochmal die Chance, hier aufs 3-1 zu stellen. Eventuell, oh, schöner Ball. Philipp ist nicht im Abseits. Ein ganz, ganz krummes Ding. Ganz, ganz krummes Ding. Gibt nochmal einen Eckball. Den machen wir jetzt aber mal mit Paul Wanner. So, zwischen 11er und 5er. Mal gucken, vielleicht klappt es ja. Nochmal ein drittes Tor. Ja, nee, schlechter Eckball und das wird es gewesen sein. Und somit fahren wir natürlich auswärts den nächsten Sieg ein. Und bleiben weiterhin oben, bleiben der erste Verfolger von Borussia Dortmund, weil die Kölner verloren haben, deutlich gegen Leipzig. Also es läuft echt gut. Wir haben einen guten Kader, eine gute Stimmung und eine gute Phase momentan. Also es läuft. Und die Bayern spielen wieder unentschieden, Dortmund spielt nur unentschieden, die spielen alle für uns, außer Leipzig, die gewinnen. Aber es ist schon krass. Wir haben momentan, und das ist das nächste Spitzenspiel, stimmt, jetzt haben wir Dortmund, aber zu Hause. Also das ist Wahnsinn. Es läuft momentan. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wir müssen das genießen. Wer weiß, wie lange das hält. Und ich bin gespannt. Jetzt kommt wirklich der erste richtige Gradmesser. Dortmund war Gladbach eigentlich auch schon. Aber Dortmund bin ich der Meinung, die werden nochmal ein bisschen stärker. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß es nicht. Hier ist wirklich nichts vorhersehbar. Ich rede uns auch immer schlechter, als wir überhaupt sind. Gehen wir einfach mal rein. Letzten 5 Spiele nicht verloren. Die haben Girassi, Adeyemi, Malen, Brandt. Schon mal eine ganz schön schnelle Offensive. Dann haben sie Sanchez neben Groß. Bensebaini als linker Innenverteidiger, Waldemar Anton daneben, dann Nathan Ake auf links und Buckley rechts, wahrscheinlich auch ein Jugendmann. Die müssen wir halt alle im Blick haben. Dazu noch Beidou auf der Bank, Luis, Moukoko, Metscher, Bayer. Ist auch nicht ganz so schlecht. Also das wird der erste richtige, große, heftige Gradmesser. Neue E-Mail von Seidel. Erinnerung, monatliches Scouting-Update. Ja, ich kann es nicht angucken. Ach, jetzt! Jetzt auf einmal geht's. Das ist ja krass. Da muss ich erst 10 Parts warten, damit ich hier mal reingucken kann. Oh, da ist zum Beispiel mal einer, Duarte. Der hat einen Wert von 8.200. Ich weiß nicht, auf dem Wert, da kann man nicht mehr viel geben, glaube ich, ne, Gehalt. Ich gucke mich jetzt einfach mal durch. Also den muss ich schon mal im Blick haben. Der hat eine 74. Daniel Cifuentes, Garcia, der hat auch schon eine 74 oder bis 74er Potenzial. Carrasco bis eine 77. Also ich würde einfach mal spontan ihn hier mitnehmen. Dann würde ich Duarte mitnehmen. Ich gucke mir die einfach an. Wenn sie schlecht sind, kann ich sie auch wieder entlassen, also abgeben. Cifuentes. Ja gut, da haben wir leider kein Geld mehr für. Also die beiden Spanier, hervorragende Jugendarbeit. Zu den Zielen haben wir wahrscheinlich jetzt auch abgeschlossen. 4 Spieler verpflichten. Und zwar für verschiedene Positionen. So, da bin ich jetzt gespannt. Die gucke ich mir an. Wen ich mir da geholt habe. Also, wir haben... Ich sortiere mal nach Gesamtstärke. So, wir haben Duarte, gut, der hat eine 67 und Carrasco. Die werden halt schon wirklich was für die erste Mannschaft. Die sind beide 17. Die ziehe ich beide hoch. Zum Profi befördern, Carrasco zum Profi befördern. Die müssen spielen, beziehungsweise die müssen auch verliehen werden. Yappi könnte ich eigentlich auch hochziehen. Sheikh Yappi. Samake, der ist halt, der ist auch 16, den können wir auch hochziehen, zum Profi befördern. Aber ich lasse erstmal die beiden Spanier. Ich gucke mir die mal genauer an. Das Jugendturnier muss ich auch unbedingt machen. Das wäre sehr fatal, wenn ich das nicht mache. Ja, und dann gucken wir auf die Bundesliga-Tabelle. Die anderen haben schon alle gespielt. Leipzig hat gewonnen. Und wir können mit einem Sieg 2 Punkte an Dortmund rankommen. Es ist völlig verrückt, aber ihr seht es, weiß auf schwarz. Wir sind Dritter. Wir spielen eine richtig gute Runde bislang, eine richtig gute Saison. Das kann sich aber auch noch alles drehen und wenden. Ich hoffe nicht, ich will es nicht herbeireden. Ich will aber gerne, ja, eure Kommentare herbeireden. Eure Daumen nach oben, eure kostenlosen Abos, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.